Wahrheitskrise im Zeitalter von KI. Wir leben in einer Welt, in der wahre und falsche Informationen kaum mehr zu unterscheiden sind. In den Medien werden die klassischen Grenzen zwischen Bericht und Meinung immer mehr aufgeweicht. Durch Desinformationen wird weltweit versucht, liberale Demokratien zu destabilisieren. All dies schafft ein gesellschaftliches Klima der Unsicherheit, Willkür und Intransparenz. Für Unternehmen bedeutet das, dass die Planbarkeit und Stabilität, auf die sie angewiesen sind, zerstört wird. In einer Zeit, in der auch das Nachhaltigkeitsengagement zurückgefahren wird. Parallel revolutioniert künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle. KI automatisiert und begleitet Prozesse, verändert Kostenmodelle, zeigt Lösungswege auf und simuliert Entscheidungen. Zu den wichtigsten Einsatzgebieten gehören Anlageberatung, Robo-Advisors individualisieren Portfolios nach Echtzeitmarktbewegungen, Automobilindustrie, Qualitätsprüfung mit visueller KI, Bildungssektor, adaptive Lernsysteme, individuelle Wissensvermittlung, virtuelle Mentoren für berufliche Weiterbildung, automatisierte Kompetenzanalysen zur Personalentwicklung, KI-gestützte Sprach- und Schreibförderung, Chemie und Pharma, Prozessoptimierung durch neuronale Netze. Compliance. Algorithmen prüfen regulatorische Vorgaben automatisch und verhindern Verstöße. Dienstleistungssektor. Übernahme von Routinen, Energiewende, Optimierung von Stromnetzen durch Echtzeitprognosen, Vorhersage von Wind- und Solarerträgen zur Netzstabilisierung, automatisierte Wartung von Windparks, Simulation nachhaltiger Produktionsketten. Gesundheitssektor. Frühdiagnose durch Bildanalyse, automatisierte Dokumentation und Abrechnung, Personaleinsatzplanung auf Basis von Bedarfsdaten, Telemedizin mit KI-gestützter Patientenanalyse, Handel und Konsum, KI-gestützte Preisstrategien, automatische Retouren, Prognosen, personalisierte Online-Angebote, automatisierte Kundenkommunikation mit Sprach-KI, dynamische Preisgestaltung, Maschinenbau, Predictive Maintenance, Senkung von Ausfallzeiten, schnellere Produktionsanpassung an Nachfrage. Risikobewertung. KI-gestützte Modelle berechnen Kreditwürdigkeit anhand nicht traditioneller Datenquellen. Ob Menschen und KI zu einer neuen evolutionären Einheit verschmelzen, wird weniger von der Technologie selbst abhängen, sondern vielmehr davon, wie Gesellschaften, Regierungen und Institutionen diese Beziehung gestalten. Umweltdialog. Die aktuelle Entwicklung ist zwar mit sinkenden Kosten verbunden, aber sie birgt auch die Gefahr, dass wir zu viel an KI delegieren und unser Denken passiv wird. Das hat zur Folge, dass wir unsere Fähigkeit verlieren zu zweifeln und Dinge kritisch zu hinterfragen. Das betrifft auch täuschend echte KI-Bilder, die überall zu finden sind. Ist Superstar Phil Collins todkrank? Fragten sich im Sommer 2025 viele Fans. Im Netz waren Fotos zu sehen mit Ex-Beatle Paul McCartney, der in einem Hospiz in London am Bett von Phil Collins sitzt und ihn im Arm hält. McCartney spielt Gitarre. Der darunter befindliche Text beschrieb den Überraschungsbesuch detailliert. Im Hintergrund standen die Krankenschwestern wie bei einer Totenwache. Diese Fotos wurden nachweislich mit KI erstellt und sind ein Fake. Collins hat zwar eine chronische Wirbelsäulenverletzung und eine Fußlähmung, ein taubes Ohr und wohl auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, aber im Sterben lag er nicht. Das ist nur ein Beispiel für ein Phänomen, das uns alarmieren lässt. Die Auswahl an KI-generierten Bildern in Social Media scheint grenzenlos. Das Geschäft um Klicks und Aufmerksamkeit wird immer makabrer. Das gilt auch für den öffentlichen Umgang mit Geschichte. Die Fakes sind zwar noch erkennbar, aber die Frage ist, wie lange noch? Wo das Denken abgegeben wird, können Ursache und Wirkung kaum mehr auseinandergehalten werden. Zudem können keine klugen Entscheidungen in einem unsicheren Umfeld getroffen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass das Denken immer mehr gering geschätzt wird, was zu einer Entwertung schöpferischer Tätigkeit führt. Die GEMA klagte gegen OpenAI und hatte Erfolg. Dabei ging es um die Verwendung von künstlerischen Inhalten durch KI. Das Landgericht München erkennt Urheberrechtsverletzungen durch ChatGPT und stärkt damit die Rechte der Kreativen und die demokratische Gesellschaft.
Denn auch ein zersplitterter Kulturraum, in dem plötzlich alles durch KI erzeugt wird, kann massive negative Auswirkungen auf unsere Demokratie haben. Was es jetzt braucht? Verstärkte Demokratieförderung, Investition in die Resilienz von Demokratisierungsprozessen, politisches Engagement zum Schutz der Demokratie, glaubwürdig, transparent und dialogorientiert, engagierte Maßnahmen, um Fake News und Desinformationskampagnen einzudämmen, Stärkung von Menschen- und Bürgerrechten, Förderung von Qualitätsjournalismus als Servicemodell, aufbereitete Zusammenhänge, Redaktionen als Filterstationen, die Informationen kuratieren, Priorisierung und kritische Bewertung von Informationen sowie zielgenaue Auswahl. Politisches Engagement von Unternehmen gegen Populismus, Dialogformate mit Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit, Aufwertung der Gewerkschaften und betriebliche Mitbestimmung, Stärkung der Aufsichtsräte, keine schnelle Aufgabe von Diversitätszielen unter politischem Druck, konsequente Unterstützung von Zivilgesellschaften, kritisches Zweifeln, das Aufklärerische, das Überprüfen und Hinterfragen als Werkzeug, um Wissen entstehen zu lassen.